Pyrenäen hatten mich schon bei meinem ersten Besuch 1982 fasziniert. 40 Jahre später habe ich sie vom Atlantik zum Mittelmeer zu Fuß überschritten. Als ich jetzt sah, dass es mit der Veloroute 81 eine Radtour durch die Vorberge der Pyrenäen gibt, war klar, die will ich fahren. Biarritz, einst moderner Badeort, lebt heute von seinem früheren Glanz. Der eigentliche Startpunkt der Velo Süd liegt ohnehin wenige Kilometer nördlich an der Mündung des Flusses Adour, die hier durch weit ins Meer ziehende Dämme verlängert wurde, um eine sichere Einfahrt in das Gewässer zu ermöglichen. Von hier sind es nur 6 Kilometer bis ins mittelalterliche Bayonne. Im Stadtzentrum schaue ich mir die gotische Kathedrale mit ihrem Kapellenkranz an, der sich farbenprächtig um den Chor legt. In einer katholischen Kathedrale im Baskenland hat auch die Marienverehrung einen hohen Stellenwert. So, Bayonne habe ich jetzt hinter mir. Es geht an der Straße lang, aber immer schön auf einem separaten Radweg, nahezu eben. Die Temperaturen sind ganz angenehm. Hallo. Es sind 19 Grad. Der Nieselregen, den es eben mal gab, hat wieder aufgehört. So sieht es vor mir aus. Zum Glück nicht lang, denn bald schon fahre ich auf wesentlich ruhigeren Wegen, die hier und da mit kleinen Überraschungen gewürzt sind. Kleine Schikane. Falscher Gang. Es wird ländlich. Ich fahre auf Feldwegen durch jungen Mais und Getreide. Wo der Bauer den Acker umbricht, freuen sich die Kuhreiher. Während ich hier so gemütlich am Fluss entlang radel, kann ich ja mal ein bisschen erzählen, wie es heute so war. Ja, gemütlich. Ging immer an irgendwelchen Flüssen entlang, erst am Lardour, dann am Aran und jetzt an der Bidouze. Und das alles noch nahezu steigungsfrei. Und vorerst bleibt es auch so, denn jetzt geht es auf ehemaligen Bahntrassen weiter. Ach, da geht ja das Licht an, während man durchfährt. Oh, aber hier nicht. Uah. Das ist dunkel. Ja gut, dass ich noch einen Scheinwerfer habe. Boah, der ist ja richtig lang, der Tunnel. Ah, hier geht's wieder. Und die nächste Dunkelstrecke. Ah ne, geht auch wieder. Und da ist das Licht am Ende des Tunnels. Das Wetter meint es leider nicht so gut mit mir. Die Gewitter haben sich immerhin auf die Nacht beschränkt, aber es regnet mit nur kurzen Unterbrechungen. Das verleidet mir selbst die Fahrt über die mittelalterliche Brücke in Orthez ein wenig. Am nächsten Tag. Ja, wie ihr seht, geht gerade sehr ruhig, wenn auch ein bisschen langweilig hier durch die Gegend. Also Zeit, mal wieder ein paar Gedanken auf das Silizium zu quatschen.
Heute Morgen kein Regen, Temperatur 18 Grad. Ein bisschen Sonne wäre natürlich auch schön, aber ich will jetzt auch nicht unverschämt werden mit meinen Forderungen. Ich bin auf dem Weg nach Pau. Pau soll eine sehr schöne Stadt sein. Ja, ich denke, da sehen wir uns wieder. Aber bis dahin sind es noch einige ländliche Kilometer und eine Pause. Und die ein oder andere Erschwernis ist auch wieder dabei. Und mal wieder Schikane. Spannende Wegführung. Bewegung mal. Oder auch dies hier. Leute, die arbeiten, soll man ja eigentlich nicht stören. Aber er hat ja freiwillig Platz gemacht. Nun geht es jedenfalls zügig nach Pau oder Po, wie die Franzosen trotz des fehlenden E's sagen. Po liegt auf einem Hügel. Um den am Bahnhof aussteigenden Touristen den Anstieg in den Ort nicht zumuten zu müssen, wurde 1908 eine Standseilbahn für die 26 Höhenmeter gebaut. Ich besuche das Schloss, das als Geburtsort Heinrichs IV. Bekannt ist. Dessen Wiege ist übrigens ein Schildkrötenpanzer als Symbol für Kraft und Langlebigkeit. Sein Großvater reibt dem Neugeborenen auch noch eine Knoblauchzehe über die Lippen und lässt ihn an einem Glas Wein riechen, um ihn auf das Leben vorzubereiten. Naja. Heinrich IV. Lebt während der Religionskriege. Er wechselt selber öfter zwischen Katholizismus und Protestantismus. Aber auch seine religiöse Diplomatie kann das Blutbad der Bartholomäusnacht am 24. August 1572 nicht verhindern. Und danach sollte es noch 26 Jahre bis zum Edikt von Nantes dauern, das den protestantischen Hugenotten die volle Religionsfreiheit zusicherte. Die im 19. Jahrhundert erbaute neogotische Église Saint-Martin beeindruckt durch die farbenprächtige Ausgestaltung der Wandmalereien und Buntglasfenster. Auch der Altar mit seinen auf 4 Marmorsäulen ruhenden, byzantinisch geprägten Goldkuppel ist ein Augenschmaus. Po ist auch bekannt für seinen 1,8 Kilometer langen Boulevard des Pyrénées, von dem man einen wunderbaren Blick auf die Pyrenäen haben soll. Kann ich nur gerade leider nicht bestätigen. Unterhalb des Prachtboulevards werden die Helden der Tour de France geehrt. Nur in Paris und Bordeaux hat die Tour häufiger Station gemacht als hier. So, weiter geht's. Dabei fällt auf, dass der Regen der letzten Tage die Flüsse ordentlich gefüllt hat. Und nicht nur die Flüsse. Ups, hier war wohl mal ein Weg. Fort ist er. Wenn es dann mal an einer Landstraße entlang geht, dann auf separater Fahrspur. Sehr schön. Aber meistens verläuft die Route auf kleinen Straßen und durch kleine Dörfer. Oder auf kleinen Wegen. Was wäre das Baskenland ohne die Baskenmütze? In Ney ist dem sogar ein ganzes Museum gewidmet. Ich fahre weiter nach l'Estel Betaram, dem Sitz der Ordensgemeinschaft der Betaramiten, die hier ein Kloster führen, zu der auch eine Wallfahrtskirche gehört. Die ist aber geschlossen, als ich mittags dort ankomme. Bekannt ist Betaram auch für seine Tropfsteinhöhle, der ersten, die in Frankreich für den Publikumsverkehr geöffnet wurde. Das war bereits 1903. Dabei wurden 2,5 Kilometer Höhlengänge erschlossen. Die Höhle hat mehrere Ebenen. Für die Besucher geht es über 300 Stufen rund 80 Meter in die Tiefe.
Das ist ja längst nicht die erste derartige Höhle, die ich besuche, aber ich finde sie immer wieder aufs Neue faszinierend. Diese hier ist auch aktiv. Das viele Wasser, das durch die Höhle läuft, lässt die Tropfsteine weiter wachsen, um 1 Zentimeter in 100 Jahren. Und mit der Bahn geht es dann wieder aus der Höhle hinaus. Lourdes ist eine beeindruckende Melange aus Frömmigkeit und Kommerz. Rund um den heiligen Bezirk reiht sich ein Laden an den anderen. In allen gibt es geweihtes Wasser, Kerzen und die typischen blau-weißen Madonnenstatuen zu kaufen. Der Bezirk selber ist allerdings geschäftefrei. Er atmet eine Aura der Religiosität, des Glaubens und der Frömmigkeit. Überall stehen Gruppen von Menschen, teils mit Prozessionsfahnen, teils im Kreise und betend, und viele, in deren Gesichtern einfach nur Freude steht. Freude darüber, hier zu sein. Der Hotspot der Frömmigkeit ist die Grotte, in der Bernadette ihre Marienerscheinung gehabt haben soll. Schon am frühen Morgen pilgern hier Hunderte von Menschen hin, viele in von Freunden gezogenen Rollstühlen und in der Hoffnung, dort Linderung von ihrer Krankheit zu erhalten. Staunend stehe ich schließlich in der Basilika und verlasse dann mit gemischten Gefühlen das Gelände, während das vielfach gesungene Halleluja noch lange in mir nachklingt. Ein längerer Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 8% bringt mich jetzt auf eine Höhe von 535 Metern. Wie gewonnen, so zerronnen. In Bagnères de Bigorre bringe ich meinen Kalorienspiegel mit einer köstlichen Tarte au Citron auf das nächste Level, bevor es dann wieder auf schmalen Wegen und kleinen Straßen bei besser werdendem Wetter weiter Richtung Osten geht. Endlich kann ich auch die Pyrenäen zumindest erahnen. Nanu, was ist das? Eine Kirche? Eine Burg? Saint-Bertrand de Comminges war mal eine bedeutende Hauptstadt der römischen Welt und später Bischofssitz. Daher die Kathedrale, die, prominent auf einem Hügel sitzend, die umliegende Gegend dominiert. Seine Bedeutung hat der Ort längst verloren. Heute leben hier nur noch 250 Einwohner.
Im Innenraum beherbergt die Kirche ein merkwürdig anmutendes, rundum geschlossenes und kunstvoll aus Eichenholz geschnitztes Chorgestühl, das im 16. Jahrhundert erstellt wurde, um den Klerus vom Pöbel zu trennen. Oder, wie es wohl offiziell hieß, um die Intimität der Kanoniker von der Masse der Pilger zu trennen, die damals auf dem Weg nach Santiago de Compostela hier Station machten. Was macht denn das Krokodil an der Säule? Und auf einmal bin ich wieder auf einem Bahntrassenradweg. Was ganz angenehm ist, da ich dabei nicht denken muss. Die Beine machen das schon von allein. Es ist Samstag. In Giron ist Markt, angeblich der schönste von ganz Frankreich. Bei 16 Grad und Regen leidet das Erlebnis allerdings etwas. Appetit bekomme ich allerdings schon. Und weiter geht's auf der Eisenbahn. An diesem Abend bin ich in Foix mit seiner bis ins 10. Jahrhundert zurückreichenden Burg. Nächstes Ziel Mirepoix. Der Kern der ehemaligen Katharer Stadt ist seit ihrem Wiederaufbau nach einer katastrophalen Überflutung 1289 in nahezu unverändertem Zustand. Der zentrale Platz mit seinen zweigeschossigen Häusern ist ein Traum. Alle Häuser ruhen auf zum Platz in offenen hölzernen Arkaden, die heute natürlich von Cafés, Restaurants, Bistros und Geschäften genutzt werden. Klar ist das touristisch. Und zu diesem Eindruck trägt auch das Kinderkarussell bei und die Bühne, auf der eine Chansonniere einige Paare zum Tanzen bringt. Aber schön ist es trotzdem. Je ne veux pour rien au monde plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Nachdem ich gestern endlich den ersten regenfreien Tag seit einer Woche erleben durfte, scheint heute sogar die Sonne, als hätte sie nie etwas anderes getan. Liegt das nur am Wetter oder fahre ich heute wirklich die schönste Strecke der bisherigen Tour? Ab dem Col de Tournier läuft die Straße leicht bergab und ich habe Muße zu schauen. Und das ist eine herrlich einsame Straße, kein Auto unterwegs, nur zwitschernde Vögel. Kurz vor Rennes-les-Bains passiere ich eine römische Therme. Und auch heute noch baden hier die Menschen, wenn auch unterhalb der Straße und im Fluss. Hinter Rennes-les-Bains schraubt sich die Straße langsam auf die Höhe. Es ist gut, dass die Steigung 4% meistens nicht übersteigt, denn es ist Mittag und das Thermometer hat die 30-Grad-Marke schon geknackt. Der Peche du Bugarache ist für die einen einfach nur ein Berg, für andere dagegen eine UFO-Garage. Und auch sonst ist Bugarache ein etwas anderer Ort. Eigentlich sollte nämlich am 21.12.2012 die Welt untergehen und dies hier der einzige Ort sein, an dem man überleben konnte. Jedenfalls wurde der Ort schon ab 2011 von Esoterikern aller Couleur überschwemmt, die sich hier in Sicherheit bringen wollten. Und tatsächlich, sie haben überlebt. Der Rest der Welt allerdings auch.
Vom Col du Linard, mit seinen 667 Metern übrigens der höchste Punkt der Vélosud, will ich den Pech du Bugarache besteigen. Nicht wegen des Nervenkitzels, vielleicht einen Alien treffen zu können, aber es soll ein schöner Aussichtsberg sein. Vielleicht sehe ich ja doch noch ein paar Pyrenäengipfel. Und los geht's. Fahrrad ist abgeschlossen. Und da geht's lang. Wie mir die vielen Autos auf dem Parkplatz zeigen, bin ich nicht der Einzige, der an diesem Pfingstmontag auf die Idee gekommen ist, auf den Pik zu steigen. Aber sei es drum. Angenehmerweise geht der Weg zunächst im schattigen Waldberg an, bevor er ins offene Gelände schwenkt. Hier wird es heißer, aber dafür gibt es auch Aussicht. Um 16:45 Uhr bin ich oben auf dem mit 1231 Metern nun definitiv höchsten Punkt meiner Tour. Die Aussicht entschwebt zwar im Dunst, so richtig klappt das mit den sichtbaren Pyrenäengipfeln dieses Jahr nicht, aber es ist trotzdem herrlich. Vor allem das Gefühl, wieder mal auf einem Punkt zu stehen, wo es ringsherum nur runtergeht, hat sowas von über den Dingen stehen. Da kommen einem alle sonstigen Sorgen und Nöte so klein vor wie die Bäume da unten. Nach einer Dreiviertelstunde Gipfelpause steige ich wieder ab. Nach dem topografischen erreiche ich am nächsten Morgen den landschaftlichen Höhepunkt der Tour, die Gorge de Galamue. Hier hat sich der kleine Fluss Agly, der am Pech de Bugarache entspringt, 200 Meter tief in das umliegende Kalksteinplateau gegraben. Auf halber Höhe verläuft eine in den Fels gehauene, schmale Straße mit tollen Aus- und Tiefblicken. Liegt es an der frühen Morgenstunde oder an der Vorsaison? Jedenfalls bin ich nahezu alleine unterwegs. Ab und an ein Auto, ein Motorrad oder ein paar Wanderer. Obwohl Autos über 2 Meter Breite die Straße erst gar nicht passieren dürfen, gibt es in der Hauptsaison wohl doch so viel Verkehr, dass dann eine wechselseitige Einbahnregelung eingerichtet wird. Danach folgt eine kilometerlange und kurvenreiche Abfahrt nach Saint-Paul-de-Fenouillet, wo es den ersten Kaffee des Tages gibt. Auch anschließend führt meine Route mich noch mehrfach hinauf und wieder hinunter, aber weiter verkehrsarm über kleine Straßen oder Landwirtschaftswege. Leider sind die Weinberge, durch die ich komme, offenbar erst vor kurzem bespritzt worden, was bei den aktuellen Temperaturen schon irgendwie atemberaubend ist. Richtung Mittelmeer wird dann auch auf den Abfahrten der Fahrtwind immer wärmer, bevor die Landschaft verflacht und mich bei Le Bas-Carré ans Ziel der Vélosud und damit ans Mittelmeer bringt. ...650 Kilometer, 4500 Höhenmeter und 10 Tage liegen hinter mir. Auf einer Route, die landschaftlich so schön und auch kulturell so interessant ist, dass ich sie jederzeit wieder fahren würde. Nur das Wetter dürfte dann gerne etwas besser sein.